Zu Lockdown-Zeiten hatten wir 9 Wochen geschlossen. Trotzdem hat es einigen kreativen Köpfen in den Fingern gejuckt. So haben wir noch Archivmaterial einer kleinen Challenge, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Herzlich willkommen im Miniatur-Wunderland zur 3. Folge Do-It-Yourself-Challenge. Wir haben uns zum Auftrag gemacht, aus alten Materialien etwas Neues zu entwerfen, also so ein bisschen Upcycling. Und da gibt es ein Gewinner-Team aus dem letzten Mal und das sind Felix und Michel. Herzlichen Glückwunsch, die goldene Lupe geht an euch. Und wir haben ein nominiertes Team von Sönke und Theresa aus der letzten Folge und das sind Judith und Stefan. Insofern, ihr greift heute an. Gut, und wir legen auch sofort los. Neuer Müll, komm her. Und die Regeln gibt es jetzt für euch einmal im Schnelldurchlauf. Die Regeln. In 4 Stunden Bauzeit dürfen alle Farben und Werkzeuge eingesetzt werden. Alle ausgewählten Gegenstände müssen zum Einsatz kommen. Es dürfen keine weiteren Gegenstände benutzt werden. Sollte das Gewinnerteam verlieren, müssen diese die goldene Lupe abgeben. Das Verliererteam nominiert ein neues, was in der nächsten Episode gegen die Gewinner antreten muss. Es muss in 1:87 gebaut werden. Felix und ich haben uns überlegt, wir wollen gerne einen Roboter bauen. So einen Transformer-Roboter irgendwie mit Arm und Beinen, Gelenken und Kabeln und tralala. Und da haben wir halt so robotertypische Sachen auch so ein bisschen ausgesucht schon. Also wir hatten die Idee schon vorher, wir haben schon beim Müll so ein bisschen geguckt, ob das irgendwie passt. Natürlich wieder die Blechdose, Klassiker, damit können wir irgendwie aufschneiden. Kleines Blechkleid schneidern. Dann so ein paar technische Dinge, hier ein USB-Stick, was haben wir noch? Kabel ist natürlich super wichtig. Alte Maus. Da kann man vielleicht, Körper draus machen, eine Kamera drin, also diesen optischen Sensor, das ist halt auch geil. Eine Pipette haben wir hier, vielleicht ist es ein Arm oder ein Bein oder eine Antenne, weiß ich nicht, aber auch von der Form eigentlich sehr schön. Hier, das ist ganz besonders schön eigentlich, das ist übergeblieben von Sönke und Theresa. Und ich denke mir, ich würde da gerne die Beine draus bauen. Wir haben schon ein bisschen geguckt, wer was macht. Ich werde wahrscheinlich die Beine bauen, Felix die Arme, den Rumpf, müssen wir mal gucken, wie wir es aufteilen. Hier, ist doch geil, Digga. Ja, Mann, dass man die Arme bewegen kann. Das ist heftig. Das muss nachher aber auch, dass man das nochmal sagt, weil das finde ich echt ein geiles Feature. So. Wir haben uns Folgendes überlegt, wir wollen einen kleinen Strandabschnitt bauen. Wir waren ein bisschen gierig, wir haben uns sehr viel genommen. Keine Ahnung, ob wir das alles verbauen können. Wir haben hier zum Beispiel diesen Pizzakarton. Das wird natürlich unsere Grundlage, worauf wir bauen. Und dann gibt es einen kleinen Strandabschnitt mit einem Schiff und Palmen. Die Palmen werden aus der Dose und dem Schwämmchen. Dann gibt es natürlich mehr. Da haben wir hier so einen wunderschönen Gummihandschuh, schon passend in der Farbe. Und dann brauchen wir fürs Boot natürlich hier ein paar Planken von dieser wunderbaren Badeölpackung. Hier sind unsere Segelmasten, hier sind die Quermasten, ist das Segel und mit dem Rest bauen wir irgendwas. Ja, also wir haben uns so gedacht, ich baue jetzt das Schiff und Judith macht alles andere. Also die Basisplatte, den Strand und das Meer und dann setzen wir nachher das Schiff drauf. Ich habe die Arme gebaut, wie ja schon vorhin abgeklärt. Die bewegen sich auch, da haben wir die schönen Brillengelenke benutzt. Und Michel kann die jetzt mal mit dem Grundton kolorieren. Hier haben wir sogar diese Pipette, das ist dann irgendwie so eine Kanone oder keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur was zum Aufsaugen oder sowas, keine Ahnung, Energiespeicher. Das kann man sich dann selber aussuchen. Und ja, ich würde sagen, du brush die schon mal mit im Grundton und die Details, das machen wir dann später.
ähnlich gestaltet wie auch das letzte Mal, gerade so die Base, wo quasi das gesamte Geschehen drauf stattfindet. Das sieht ja anschaulicher aus, wenn man jetzt irgendwas hat. Und jetzt hier haben wir einfach gesagt, okay, wir machen so Betonplatten, bisschen zerbrochene Landschaft irgendwie. Da liegt vielleicht noch so ein Betonsockel drum, wo der halt so halb drauf rumklettert und sowas. Und dem Ganzen würde ich jetzt vielleicht sogar im Nachhinein dann nochmal mit so ein bisschen auch so Sandton, so einen verstaubten Touch geben, indem wir dann nochmal mit Pigmenten rangehen oder sowas. Wir wollen ja ein Piratenschiff machen mit einer kleinen Strandszene und vorne ein bisschen Wasser, ein bisschen Karibik, dass man ein bisschen Urlaubsgefühl kriegt. Also zuerst wollte ich eine Dose nehmen und die habe ich aufgeschnitten und dann wollte ich die rollen. Daraus wollte ich die Palmen machen. Aber das ist viel zu dünn, das Material. Und Stefan hatte sich 4 bis 5 Palmen gewünscht. Hat nicht geklappt. Dann habe ich die nächste Verpackung aufgeschnitten und habe gedacht, habe ja noch was, das ist viel zu dick. Das ließ sich gar nicht zum Palmstiel rollen. Dann dachte ich erst so, ich mache aus dem den Palmstiel, dann klebe ich da was Kleines drauf. Dachte ich, dann mache ich aber nicht mehr als diese eine Palme in 4 Stunden. Jetzt bin ich dazu übergegangen und habe aus Essstäbchen und Schnürsenkel diesen Palmstiel gemacht. Und der ist jetzt wirklich, der ist so gut, dass ich jetzt natürlich mit den Blättern nachziehen muss. Und da hatte ich mir was aus dem Schwamm geschnitten, aber dieser Schwamm, da ist das Messer immer stumpf und unregelmäßig. Dann hat Stefan gesagt, ja, aber jetzt noch kleine Zacken rein. Also kleine Zacken rein. Also wird das, dann wollte ich sie ein bisschen auseinanderziehen, in Sekundenkleber. Dann sind sie nochmal übergebrascht und so. Wollen wir mal gucken, wie das näher aussieht. Aber man kann schon mal, gerade ist jemand vorbeigekommen und hat gesagt, eine Palme. Habe ich gedacht, ey, das reicht. Ja, ich habe jetzt hier dieses Piratenschiff angefangen. Das besteht überwiegend aus Pappe und an den Seiten die dünnere Pappe von diesem Duschgel oder was das war, Karton. Dann sind hier die Kanonen, sind so Lolli-Stiel eingekürzt und oben drüber von dieser Tic-Tac-Packung diese Kanonenschuten, sag ich mal. Hier vorne ist ein Stück von dieser großen Wunderkerze. Dies hier war, glaube ich, so eine Art, ich weiß nicht, so ein Kleiderklemmteil irgendwie. Und dann habe ich hier noch einen Engel gefunden in den Püppis. Ja, das ist das, was bisher fertig ist. Jetzt hatte ich mir hier Planken geschnitten aus dem restlichen Badeshampoo-Karton oder was auch immer das war. Die muss ich jetzt aber, ich weiß nicht, ob man das sieht, auf Abstand kleben, dass man überhaupt sieht, dass das einzelne Planken sind. Weil wenn man die zusammenlegt, hätte ich auch gleich die komplette Fläche raufkleben können. Da ist sonst kein Unterschied zu sehen. Als nächstes möchte ich hier mit diesen Stäbchen noch ein paar Masten draufsetzen. Ich habe mir hier mal so eine Black Pearl ausgedruckt. Das ist eigentlich so, wo ich jetzt so ein bisschen gucke, wie so ein Schiff überhaupt aussieht. Und dann habe ich hier zum Glück noch ein bisschen so Papier. Das werden die Segel und noch so ein paar Essstäbchen für die Querstreben und ein bisschen Band. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber im Großen und Ganzen kann man es hoffentlich nachher erkennen. So, da wir jetzt bei der Halbzeit sind und als nächstes hier die Segel gesetzt werden, machen wir vorher noch den kurzen Ritt rüber in die andere Abteilung. Gucken wir das an, wie weit die anderen beiden sind. Und dann ist ja hier die nächste Mission, dass wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen. Und ihr einen Gegenstand den nehmen dürft und einen anderen Gegenstand, den sie verbauen müssen, ihnen geben. Okay, ich bin gespannt. Alles klar, bis später. Miguel, Ja, Lars. wie läuft's? Bei Felix und mir läuft es exzellent. Was ist die Idee dahinter? Ich sehe eine Krabbe oder irgendwie etwas Krabbenähnliches. Was Genau. ist euer Plan? Ja, wir haben ja schon gedacht, so beim Müll ausruhen schon gedacht, wir wollen gerne einen Roboter bauen, weil das einfach, ich meine, Müll, das eignet sich hervorragend für so technische Objekte. Und das haben wir auch gemacht. Der ist ein bisschen krabbenartig geworden, was ich an und für sich ganz schön finde. Ist irgendwie so ein Wüstenroboter. Hier haben wir so ein kleines Diorama gebaut, da wird der dann nachher hier so drauf stehen. Also wir sind quasi auch wieder in den letzten Zügen. Wir müssen das jetzt nur noch für Hochzeiten. Genau, und dann ist unser Diorama an für sich fertig. Stark, okay. Wie werdet ihr das da jetzt raufbringen? Also Ja, das ist klassisch festkleben. Wunderbar. Ganz ohne doppelten Heißkleber oder Boden. was? Nee, das ist ja auch Quatsch, aber so mit Sekundenkleber und dann. was war denn das so die entsteht. Herausforderung? Also die Idee war ganz von Anfang an Ja, da, die Idee war höre schnell ich jetzt, gefunden, und das war nicht so das Ding. Herausforderung in dem Sinne auch nicht. Also das ist ja das Geile eigentlich an dieser Müllsache. Manchmal float es, ja. Da kannst du einfach so richtig raushauen. Und dann, das hat natürlich auch einen anderen, sag ich mal, Anspruch, als wenn wir hier was bauen, was 30 Jahre hält. Also das würde ich jetzt unterschreiben, das hält keine 30 Jahre, vielleicht 20, aber so. Ne? Also das ist ja heißt, was anderes. das ist eure Challenge.
Das ist für uns, ich will das jetzt nicht sortiert, aber für uns Aber es ist hört ein sich so an. Stück Freiheit, ne, Felix? Genau. Sehr gut. Okay, Stefan. Wir sind hierher gekommen, ne, um irgendwas zu klauen. Ja. Insofern, guck mal rum. Die beiden sind schon so in den letzten Zügen. Insofern, Beeilung ist geboten. Was könnt ihr aus den Details noch gebrauchen? Könnt ihr noch irgendwas gebrauchen? Oder was hast du als kleines Präsent mitgebracht, was die beiden in ihr Diorama integrieren sollen? Ja, es ist ja nicht mehr viel über, wie man sieht. Ich würde sagen, wir nehmen da hinten so ein Stück Schwamm mit. Da sind wir nämlich gut mit am Bauen. Ja. Aber ich habe auch was Schönes mitgebracht. In den Tiefen meiner Hosentasche. Noch ein Pokal. Diesen schönen Schnuller. Ja, das ist, na okay, das ist natürlich eine harte Nuss. Da müssen wir gleich gucken, dass wir da drüben, wenn wir da rüber gehen, was kriegen, was wir da irgendwie für verwenden können. Da liegt so ein Säckchen mit Glöckchen. Dann müsst ihr das auch einbauen, oder was? Ach ja, nö. Nö, dann, Michael, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Das ist ja hier so ein Sexding, massieren, berühren, küssen. Und da habe ich natürlich das passende Pendant hier für euch. Jawohl! Das könnt ihr mal einbauen. Den nehme ich mit nach Hause. Fertig machen? Ab dafür, ne? Weiter im Text. Super. Viel Zeit ist nicht mehr. Küssen, sagt der Lars. Ja, dann viel Spaß. Der Würfel ist ja recht einfach, den werde ich einfach grau anmalen und das ist auch noch so ein Stück Stein, der hier irgendwo im Hintergrund liegt. Wir kleben den da jetzt drauf. Hält nicht. Oh nein, das kippt. Wir brauchen ein Gewicht. So. Oh nee. Tada! Ich guck mal, ob wir den Sauger hier vorne an den linken Arm ransetzen können. Und wenn das nicht aussieht, müssen wir halt doch ein anderes Teil davon benutzen. Ich finde, es sieht blöd aus. Da so hin? Also ich könnte eine Hose anmalen. Das hier vorne dran, das sieht doof aus. Obwohl, ey Michael, wenn man das anders anmalt. Okay, ich mal das jetzt hier mit der Airbrush an und dann kleben wir es da drauf. Felix, Michel, ihr seid schon wieder vor der Zeit fertig. Ja, wo fangen wir mal an? Also, das ist ja so eine Art Roboter, hat Michael ja auch schon gesagt. Wir haben quasi einmal den Torso, das ist diese Computermaus. Und ein ganz wichtiges Teil ist zum Beispiel auch diese Brillengelenke gewesen. Daraus konnte ich zum Beispiel dann super geil diese Arme bauen, die man halt auch hier bewegen kann. Ne? Das Okay. ist halt echt Also, eine coole Sache. Das war es mal, ja, die Brille. Das habe ich überhaupt nicht erkannt, ey, Wahnsinn. Genau, dann haben wir hier diese Gabeln, diese Plastikgabeln als Beine. Dann hier war von so einem Schlüsselanhänger, habe ich dann so eine Greifzange draus genommen. Wir haben dieses Ladekabel so als Hydraulikschläuche daran gemacht. Wir haben die Pipette als Werkzeug des Roboters umfunktioniert. Und der Liebeswürfel nicht mehr Der zu erkennen, Liebeswürfel, ja, der ist sogar, hat eine ganz wichtige Rolle, weil die Maus so schwer ist, würde das ganze Ding sonst umkippen und der hält jetzt das Gleichgewicht. ne? Okay. Und dann, ich bin ganz vorsichtig, aber hier Rückseite sieht auch sehr, sehr interessant aus. Was ist das? Ja, das sind halt die 2 Batterien, dann haben wir auch noch dieses Ladekabel, diesen USB-Slot von dieser Gemüsereibe. Hier sieht man noch diese kleinen Dinger und das sind halt irgendwelche Verstärker und irgendwelche Widerstände und Batterieakkus und sowas. Und dann halt dieser tolle Schnuller vorne noch. Ja, gut. Der ist nicht zu übersehen. Wen nominiert ihr, wenn ihr diese Challenge nicht gewinnen solltet? Also Krischi würde ich halt gerne mal sehen hier in dieser Challenge, weil der ist ein überaus kreativer Typ so. Und der ist, glaube ich, ein ernstzunehmender Gegner, der macht auch was Krasses. So. Der hat immer wahnsinnige Ideen. Da bin ich sehr gespannt. Und Manu halt sowieso generell mal. Ich glaube, die zusammen haben noch nie das gemacht, wäre auch interessant. Gut, Jungs, saubere Sache. Ich drücke die Daumen. Felix, du haust jetzt wieder ab. Ja, Und, ich muss wieder. Wir beide, Wir sehen uns wir später gehen jetzt mal aus. rüber und gucken, was die anderen so fertig haben. Ne? Take it to the top.
Ich versuche gerade noch eine Schatzkiste zu bauen. Und aus dem Teil, was wir von den anderen gekriegt haben, habe ich hier oben geköpft. Und dann haben wir da einen Mastkorb draus gemacht am Boot. Ihr seid fertig. Was ist es geworden? Ich meine, das sehen wir natürlich, aber wo war die Herausforderung? Habt ihr es geschafft? Seid ihr schweißgebadet? Ja, also ich meine, zu Corona soll man sich ein bisschen ausruhen. Und was ist? Los, 4 Stunden, zack, war schon saftig mit der Zeit. Ja. So. Am Und Ende war's ein bisschen trotzdem zusammengesteckt. sehe ich eine unfassbare Kreativität. Gefällt mir sehr. Ja, erklärt was zu eurem Diorama. Was ist sich dabei gedacht worden? Stefan mag ja gern Piraten und dann sind wir irgendwie bei Piraten hängen geblieben. Also ein bisschen hatten wir uns zum Anfang rausgesucht, da hatten wir aber eigentlich noch ein anderes Thema. Ja. Und dann haben wir gebaut mit den Sachen, die wir halt hatten. Und dann ist halt so, ah ja, guck mal, hier haben wir noch das, da können wir noch das draus machen und so. Was ist so das liebste Requisit? Ich habe persönlich schon einen Favoriten in Also, diesem Diorama. Ja, also ich finde den Handschuh super, weil der Finger da, wie gesagt, so Ja. hoch steht. Stefan, was ist dein liebstes Ich mag die Requisit? Baumstämme, weil wenn man da nah rangeht, dann sieht man Diese richtig hier. die Struktur von Ja. den Schnürsenkeln. Das sieht aus wie richtige Kokospalme. Ja, die Das finde ich ist auch richtig. Also das ist die absolute Innovation, wie man einen Stamm richtig gut in Szene setzt. Richtig gut. Wen habt ihr nominiert? Wer tritt als nächstes gegen Michel und Felix an? Was habt ihr euch überlegt? Dann würde ich sagen Gaston und Manu. Das ist eine heikle Geschichte. Vor allen Dingen, weil Manu jetzt doppelt nominiert ist. Also es hört sich so Aber an, als würde ganz der sicher, gar nicht mehr ganz sicherer davon Platz wegkommen. hat er da. Ja, alles klar, wunderbar. Das wird ja spannend. Ja. Okay, ihr da draußen, ihr habt es mitverfolgt. Was ist euer Favorit? Sagt das in den Kommentaren, diskutiert darüber, gebt uns Feedback. Wir sind über jedes Feedback dankbar. Und ansonsten auf bald.